Ischgl ist für sein großes Skigebiet und das legendäre Après-Ski bekannt. In diesem Video erfährst du alles, was du vor einem Skiurlaub in Ischgl wissen musst, von den besten Skipisten über die Unterkünfte und Preise bis hin zu Spartipps, und am Ende verrate ich dir, für wen sich Ischgl am meisten lohnt. Dafür ist das Video in 7 Kapitel eingeteilt, die du einfach unten auswählen kannst. Weitere Tipps zu Unterkünften, Hütten etc. finden sich mit Sicherheit auch in den Kommentaren. Ich freue mich da auf einen guten Austausch mit euch. Starten wir durch. Ischgl, oder genauer gesagt die Silvretta Arena Ischgl-Samnaun, zählt zu den größten und modernsten Skigebieten der Alpen. Das Skigebiet verbindet das österreichische Tirol mit der Schweiz und bietet auf über 230 Pistenkilometern jede Menge Möglichkeiten zum Skifahren. Die Infrastruktur gilt als hochmodern und Ischgl ist damit Vorreiter in den Alpen, vielleicht sogar weltweit. Das sorgt für sehr hohen Komfort in den Liften, geringe Anstehzeiten, aber auch für schnell überfüllte Pisten. Wie ihr aber auch zu leeren Pisten kommt, dazu habe ich ein paar Insider-Tipps später im Video. Mit der Höhenlage auf bis zu 2800 Meter gilt die Silvretta Arena als schneesicher bis in den Mai hinein. Was hier jedoch ganz klar dazugehört, das Skigebiet hat insbesondere auf der österreichischen Seite eine ganz besondere Partykultur, die nicht jedem gefällt, dazu später mehr. Zunächst zur Lage und zur Anreise. Ischgl liegt im Paznauntal in Tirol. Die Anreise mit dem Auto ist am komfortabelsten über die Inntal-Autobahn. Große Parkflächen sind vorhanden, kosten aber in vielen Fällen Gebühren. Öffentliche Verkehrsmittel sind eher schwierig, da es keine Bahnanbindung gibt. Den nächsten Flughafen findet ihr in Innsbruck, aber auch Zürich und München sind Optionen. Wer der Party in Ischgl etwas entgehen möchte, der kann auch im ruhigeren Samnaun übernachten, dem schweizerischen Teil des Skigebiets. Nebenorte wie zum Beispiel Mathon oder Kappel bieten Spartipps in den Unterkünften. Dazu kommen wir gleich in Kapitel 5 noch. Blicken wir jetzt mal auf die verschiedenen Möglichkeiten zum Skifahren und das große Skigebiet. 230 Pistenkilometer, das ist schon wirklich sehr ordentlich. Damit zählt das Gebiet zu einem der größten in Österreich und auch in den Alpen. Für Anfänger sind die Pisten an der Idalp perfekt, während Könner sich auf vielen schwarzen Pisten austoben können, wie zum Beispiel der Piste Nummer 14 an der Schwarzen Wand. Das ist die steilste Piste im Skigebiet. Wer lange Abfahrten liebt, der sollte unbedingt die Talabfahrt von der Greitspitze bis nach Ischgl hinunternehmen. Das sind angeblich 11 Kilometer. Wir haben mal nachgemessen, ein bisschen weniger sind's. Am frühen Morgen kann es insbesondere zu Ferienzeiten an den Skipisten der Idalp schnell voll werden. Ruhiger geht es dabei meist an den Pisten auf der Alp Trida zu. Eine perfekte Sonnenskirunde inklusive der ruhigeren Pisten haben wir euch in einem anderen Video verfilmt, das werde ich euch am Ende des Videos verlinken. Und auch Freeride-Fans kommen in Ischgl auf ihre Kosten, insbesondere an der Pitzval-Gronda-Gondelbahn. Dort ist ein echtes Freeride-Paradies. Reden wir an der Stelle einmal über die Skipasspreise, denn aufgrund seiner Größe ist Ischgl nicht das günstigste Skigebiet, doch es gibt auch hier Sparmöglichkeiten. Ihr könnt euch entweder für einen Skipass entscheiden, der nur das Skigebiet Ischgl-Samnaun abdeckt, oder erweitert den Silvretta-Pass, der auch die Skigebiete See, Kappel und Galtür im Paznauntal umfasst. Dort kann es etwas ruhiger sein und die Gebiete haben jeweils ihren speziellen Reiz. Es gibt auch Wahlabos, zum Beispiel 5 in 7 Tagen, sodass ihr bei Schlechtwetter auf Skifahren verzichten könnt und euch die besten Tage der Woche raussuchen könnt. Sparen bei den Skipässen könnt ihr insbesondere in den Nebensaisons oder mit Gästekarten, wenn ihr im Tal übernachtet, denn dann gilt der sogenannte VIP-Skipass. Natürlich können auch Saisonskipässe sehr lohnenswert sein, wie zum Beispiel die Snowcard Tirol. Die lohnt sich so meist ab 14, 15 Tagen, und wenn ihr mehr als diese Tage in Tirol unterwegs seid pro Saison, dann lohnt sich das natürlich richtig und kommt auf sehr vergünstigte Bahnkosten, aber klar, nicht jeder kann das zeitlich realisieren. Kommen wir zu den Orten und Unterkünften, und ihr könnt es euch schon denken, von günstigen Pensionen bis hin zu Luxushotels in Ischgl und Samnaun findet ihr all das. Die teuersten Hotels liegen direkt an der Silvretta oder der Padratschgradbahn. Preiswerter wird es dann an den Seitenarmen von Ischgl, und wer sparen will, der findet in den umliegenden Orten wie zum Beispiel Mathon oder Ulmich weitere Optionen, die auch mit dem Skibus angebunden sind.
Auch Unterkünfte im Samnauen können preiswerter sein, obwohl wir dort in der Schweiz sind, und vor allen Dingen können sie ruhiger am Abend sein. Also wenn ihr dem Partytourismus in Ischgl etwas entfliehen wollt, ist das eine gute Option. Ein paar Unterkünfte, mit denen ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe, schreibe ich euch unten in die Beschreibung. Gerne könnt ihr aber auch eure Tipps in den Kommentaren loswerden. Außerdem versuche ich in der Beschreibung immer aktuelle Sparcodes oder weitere gute Deals für euch aufzuführen, sowie der aktuelle Gutscheincode von Snowtracks mit 60 € Rabatt bei bis zu 2500 Unterkünften in über 500 Top-Skiorten der Alpen, dabei auch Ischgl. Schaut euch um und spart bei eurer Buchung. Kommen wir zu einem leckeren Punkt, dem Essen und der Kulinarik, sowohl im Skigebiet als auch in den Skiorten. Dabei findet ihr von Döner und Pizza bis hin zur Gourmetküche nahezu alles und das natürlich sehr speziell, deswegen freue ich mich auf eure Empfehlungen. Meine Tipps sind häufig die Fiederalp oder auch die Pizzeria an der Schwarzwand und auch fürs Après-Ski nenne ich euch gleich noch einige Lokalitäten. Fakt ist aber auch, dass im Skigebiet wenige familiengeführte, urige Skihütten vorhanden sind, sondern es sind eher Bergrestaurants, die von den Bergbahnen geführt werden. Und wo wir schon bei Essen und Trinken waren, geht es jetzt zu dem bekannten Après-Ski und auch den Aktivitäten und Events neben der Skipiste. Für Après-Ski ist Ischgl überregional bekannt und am Berg beginnt die Après-Ski-Zeit teilweise schon um Mittag. Zum Beispiel auf der Paznau-Nataja geht es dann recht früh ab. Danach geht es im Ort weiter, zum Beispiel in der Trofana-Alm, Schatzibar, Fire and Ice, Kuhstall. Bis in die Nacht hinein ist da Rambazamba. Jedoch dürfen im Ort ab 20 Uhr keine Skischuhe mehr getragen werden. Damit reagiert Ischgl auf Ruhestörungen und auch auf Verletzungen. Und apropos Ruhe, gemäß dem Marketingspruch von Ischgl, Relax if you can, gibt es schon Möglichkeiten für Entspannung, so zum Beispiel die Silvretta-Therme, die insbesondere an Schlechtwettertagen ein gutes Alternativprogramm ist. Außerdem gibt es zahlreiche Events am Berg, wie zum Beispiel die Saison-Opening- und Closing-Konzerte und auch vieles weitere, was ihr auf der Website von Ischgl immer aktuell findet. Auch das habe ich euch unten verlinkt. Und das bringt uns zum Fazit. Für wen lohnt sich Ischgl? Und ihr seht schon, sehr polarisierend mit zwei Seiten. Auf der einen Seite ein hochmodernes Skigebiet mit perfekter Pistenpräparierung, mit Weitläufigkeit, mit einer super Höhenlage und einer Infrastruktur, die weltweit seinesgleichen sucht. Und auf der anderen Seite eben auch Party am Berg, Musik am Berg, Stimmung und Après-Ski. Das heißt, wenn ihr das so gar nicht mögt, dann seid ihr in Ischgl nicht gut aufgehoben. Doch wenn ihr das mögt, vielleicht sogar liebt, dann gibt es kein Gebiet auf der Welt, wo das so zelebriert wird, wo man schon am Berg und unten im Tal gemeinsam Après-Ski feiert und das über die gesamte Saison hinweg mit einigen Menschen. Es ist nahezu immer gut besucht. Wenn du mehr Ruhe suchst, dann kannst du auf die anderen Orte ausweichen oder in ein gänzlich anderes Skigebiet. Dazu haben wir auch zahlreiche auf unserem YouTube-Kanal verfilmt, zum Beispiel Gröden, Watschröcken, Leukerbad. Eine Inspiration ist direkt hier verlinkt. Wir sehen uns da wieder und wir sehen uns auch sehr gerne in den Kommentarspalten. Ich freue mich da auf eure Anmerkungen. Alles Weitere findest du auch in der Videobeschreibung mit aktuellen Rabattcodes, die ich versuche immer aktuell zu halten. Und euch wünsche ich jetzt eine sehr gute Saison. Freue mich, wenn wir uns hier sehen und tschüss.